Vergessen Sie alles, was Sie über Elektroautos zu wissen glaubten. Denn wie aus dem Nichts stellt ein Tech-Gigant aus China, der einst für schnittige Smartphones bekannt war, die gesamte Autoindustrie auf den Kopf. Darf ich vorstellen, das Xiaomi SU7 Ultra. Es verdreht nicht nur die Köpfe, es stellt die gesamte Elektroautowelt auf den Kopf. Stellen Sie sich das vor. Die Geschwindigkeit eines Porsche, das Handling eines BMW, der Luxus eines Mercedes und die Intelligenz eines Tesla. Alles in einer einzigen Maschine. Und wissen Sie was? Sogar der Vorstandsvorsitzende von Ford, Jim Farley, nennt es das beste Auto, das es gibt. Im Ernst, das Beste. Von Fords Platzhirsch. Wenn Sie wissen wollen, wie Xiaomi das geschafft hat und warum die Welt zuschaut, dann lassen Sie uns eintauchen. Die Krise führt zu einer Neuerfindung. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein traditioneller Autogigant seinen Hut vor einem Newcomer zieht. Aber genau das ist passiert, als Jim Farley, der CEO von Ford, sich hinter das Steuer des Xiaomi SU7 Ultra setzte. Nicht nur für eine Probefahrt, er importierte es persönlich in die US und fuhr es fast ein Jahr lang. Lassen Sie das auf sich wirken. Der Chef von Ford, einem jahrhundertealten Automobil-Titan, fährt in einem Auto herum, das von einer ehemaligen Smartphone-Marke aus China gebaut wurde. Das ist nicht nur Respekt, das ist die Anerkennung einer sich anbahnenden Revolution. Aber wie um alles in der Welt hat ein Technologieunternehmen, das für preiswerte Smartphones bekannt ist, den Sprung auf die Überholspur der elektrischen Superautos geschafft? Um die Antwort zu finden, spulen wir ins Jahr 2021 zurück. Ein Jahr, das Xiaomi fast in die Knie gezwungen hätte. Lei Jun, der Gründer und Visionär hinter der Marke, erhielt eine Nachricht, die ihn völlig überraschte. Die US-Verteidigungsministerium hatte Xiaomi auf eine schwarze Liste gesetzt, weil es angeblich Verbindungen zum chinesischen Militär hatte. Xiaomi wies die Anschuldigungen vehement zurück, aber der Schaden war angerichtet. Die Investoren gerieten in Panik, Partnerschaften wurden eingefroren und die Zukunft des Unternehmens sah beängstigend ungewiss aus. In einer Dringlichkeitssitzung des Vorstands kam es zu großen Spannungen. Jemand sprach das Undenkbare aus. Was ist, wenn unser Smartphone-Geschäft zusammenbricht? Was ist, wenn wir alles verlieren, was wir aufgebaut haben? Lei Jun, ein Mann, der für kühle Entscheidungen und kühne Wendungen bekannt ist, geriet nicht in Panik. Stattdessen stellte er sich eine wichtigere Frage. Wenn sich diese Tür schließt, welche Tür werden wir dann öffnen? Und da kam ihm die Idee: Elektrofahrzeuge. Aber das war kein Schuss ins Blaue. Lei Jun hatte die Elektroautoindustrie schon seit Jahren im Stillen studiert. Er bewunderte den softwaregesteuerten Ansatz von Tesla, war fasziniert davon, wie BYD seine Lieferketten von Grund auf aufbaute und verfolgte, wie Apple mit der Idee eines Autos spielte, sich aber nie festlegte. Xiaomi hatte mit seinem umfassenden Ökosystem an intelligenten Geräten, seinen massiven Forschungs- und Entwicklungsressourcen und seiner treuen weltweiten Nutzerbasis die perfekte DNA, um den Sprung zu wagen. Die Entscheidung war nicht nur reaktiv, sondern auch strategisch. Im Jahr 2021 boomte der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge und die Verbraucherpräferenzen änderten sich schnell. Xiaomi hatte bereits eines der am besten vernetzten Smart Homes in Asien aufgebaut. Jetzt würden sie diese Intelligenz, dieses Ökosystemdenken, in das Auto bringen. Nicht nur ein Auto, sondern ein mobiles, intelligentes Gerät auf Rädern. Lei Jun kündigte einen kühnen Schritt an. 10 Milliarden Dollar sollen in den nächsten 10 Jahren investiert werden, um eine EV-Marke von Grund auf aufzubauen. Die Antwort: Skepsis, Verspottung, sogar völliger Unglaube. Tech-Analysten sagten, es sei zu riskant. Autoveteranen taten Xiaomi als nur einen weiteren Gadget-Hersteller ab. Aber Lei Jun hatte schon Schlimmeres erlebt. Und er hatte einen Plan, der sie alle eines Besseren belehren würde. Xiaomi geht aufs Ganze. Lei Jun sah darin nicht nur einen Notfallplan, sondern die Zukunft. Er beobachtete, wie sich die Welt in Richtung Elektrofahrzeuge bewegte und wusste, dass intelligente Technologie und Autos zu verschmelzen begannen. Xiaomi hat sich bereits auf vernetzte Gadgets, Telefon, Smartwatches und sogar Reiskocher spezialisiert. Warum sollte man dieses Know-how nicht auch auf die Automobilbranche übertragen? Lei Jun verschwendete keine Zeit. Am 30. März 2021 stand er auf und verkündete der Welt, dass Xiaomi in das Elektroautogeschäft einsteigen würde. Er versprach, in den nächsten 10 Jahren 10 Milliarden Dollar in dieses neue Abenteuer zu investieren, einschließlich einer Anfangssumme von 10 Milliarden chinesischen Yuan,
etwa 1,4 Milliarden Dollar. Oh. Und er finanzierte es nicht nur, er würde selbst der Leiter dieser neuen Autoabteilung sein. Für Lai war dies nicht nur ein Nebenjob, er nannte es das letzte große unternehmerische Projekt seines Lebens. Das heißt, er hat alles riskiert. Es ist erstaunlich, wie schnell sich Xiaomi in die Autoszene eingeklinkt hat. Das Unternehmen hat seine Autosparte erst vor 4 Jahren gegründet und bereits ein Jahr nach der Markteinführung des ersten Modells über 200.000 SU7 verkauft. Bei der großen Markteinführung am 26. März 2025 verzeichnete der SU7 Ultra über 19.000 bestätigte Bestellungen und mehr als 10.000 Vorbestellungen. Das ist ein heißes Eisen. Und jetzt kommt der Clou. Xiaomi hat den Preis des SU7 Ultra von 11.000 Dollar auf nur noch 73.000 Dollar gesenkt, was ihn in eine Reihe mit dem Porsche Taycan Turbo S, Tesla Model S Plaid, Rimac Nevera und Lucid Air Sapphire stellt. Bei diesem Preis ist es kein Wunder, dass sich die Leute für dieses neue Auto interessieren. Der eigentliche Clou. Der Wagen beschleunigt in nur 1,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ist damit eine der schnellsten Serienlimousinen aller Zeiten. Diese Art von Geschwindigkeit ist der Grund, warum Autoliebhaber und Experten nicht aufhören können, über dieses Auto zu sprechen. Xiaomi ist nicht nur im Spiel. Sie schreiben die Regeln der Welt der Elektrofahrzeuge neu. Na gut, dann wollen wir mal sehen, was den Xiaomi SU7 Ultra zu einem solchen Biest macht. Sein Design. Design, das sich traut. Diese elektrische Limousine ist mit 17 Kohlefaserteilen ausgestattet, die sie wie ein Champion durch die Luft gleiten lassen und sie zu einem echten, straßentauglichen, viertürigen Rennwagen machen. Genau in der Mitte der Motorhaube befindet sich ein schillerndes Emblem aus 24-karätigem Gold, ein auffälliger Akzent, der Luxus und Einzigartigkeit ausstrahlt. Aber Vorsicht! Wenn Sie diese Schönheit draußen parken, halten Sie die Augen offen, denn die goldene Plakette könnte die Aufmerksamkeit eines Diebes auf sich ziehen. An der Vorderseite des Wagens befindet sich ein großer Splitter, der sich öffnet, wenn Sie über die Straße fliegen und die Kühlung um 10% erhöht. In der Mitte können Sie sich für einen lackierten Streifen entscheiden, wenn Sie es ganz sportlich mögen. Außerdem besteht das Dach aus reiner Kohlefaser, was Gewicht spart und das Auto gleichzeitig superstabil macht. Hinten gibt es einen raffinierten Stoßstangenspoiler, der auf Knopfdruck hochgeklappt wird, genau wie die schicke aktive Aerodynamik, die man bei Rennwagen sieht, die durch Tokio düsen. Und machen Sie sich keine Sorgen um die Sicherheit. Der Rahmen des SU7 Ultra ist robust und besteht zu 90,1% aus hochfestem Stahl und Aluminiumlegierungen, die alle auf der soliden SU7 Standardplattform basieren. Bei diesem Auto geht es nicht nur um das Design. Es ist darauf ausgelegt, zu dominieren. Das Xiaomi SU7 Ultra rollt auf auffälligen goldenen 21 Zoll Rädern mit Pirelli P0 PZ4 Reifen, die ihm einen hervorragenden Grip und ein geschmeidiges Handling verleihen. Es verfügt über eine Zweikammer-Luftfederung, mit der Sie die Fahrhöhe und die Steifigkeit nach Belieben einstellen können. Etwas, das Sie auch bei anderen coolen chinesischen Fahrzeugen wie dem BYD Yangwang U9 und U8 finden. Mit einem Gewicht von 2205 Kilogramm, 4861 Pfund, fühlt sich dieses Auto auf der Straße solide an. Aber es fährt sich trotzdem wie ein Traum. Mit einer Länge von 196,7 Zoll, einer Breite von 77,3 Zoll, ohne Spiegel und einer Höhe von 56,7 Zoll sowie einem Radstand von 118,1 Zoll sieht er schlank und angriffslustig aus. Leistung Overdrive. Bevor wir einen Blick auf das schicke Interieur werfen, sollten wir über das sprechen, was den SU7 Ultra wirklich auszeichnet, seine absolut atemberaubende Leistung. Dies ist nicht einfach nur ein weiteres Elektroauto, das mit der Konkurrenz mithalten will. Diese Maschine ist ein Federhandschuh für jede Hochleistungslimousine auf dem Planeten. Und das mit Spezifikationen, die fast unwirklich klingen. Unter seiner schlanken Karosserie wird der SU7 Ultra nicht von zwei, sondern von 3 hauseigenen Elektromotoren angetrieben, die vollständig von Xiaomis EV Engineering Abteilung entwickelt wurden. 2 massive Hyperengine 4.8 Motoren sitzen im Heck und schicken explosive Kraft an die Hinterräder, während ein hochdrehender V6 Elektromotor die Vorderräder antreibt.
Zusammen liefert dieses Drei-Motoren-System atemberaubende 1526 PS und ein Drehmoment von 1305 lbf. Zahlen, die selbst die extremsten Hypercars aufhorchen lassen würden. Diese Leistung führt zu Leistungswerten, die direkt aus einem Science-Fiction-Film zu stammen scheinen. Der SU7 Ultra beschleunigt in nur 1,98 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer und ist damit eine der schnellsten Serienlimousinen, die je gebaut würde. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 350 Stundenkilometern, also 217 Meilen pro Stunde. Aber das ist noch nicht einmal der verrückteste Teil. Xiaomi bietet eine spezielle Version ohne Leistungsbegrenzung an, die die Erwartungen völlig übertrifft und die Höchstgeschwindigkeit auf 359,06 Kilometer pro Stunde, 223 Meilen pro Stunde erhöht. Zu diesem Zeitpunkt holt der SU7 Ultra nicht nur mit Tesla auf, sondern zieht direkt an ihm vorbei. Noch beeindruckender ist, wie Xiaomi fortschrittliche Leistungstechnologien in den SU7 Ultra integriert hat, um all diese Leistung nutzbar und stabil zu machen. Er verfügt über ein Torque-Vectoring-System der nächsten Generation, ein dynamisches, aktives Fahrwerk, das mit Hilfe von Ingenieuren, die zuvor an BMW M-Modellen gearbeitet haben, abgestimmt wurde, und ein maßgeschneidertes aerodynamisches Profil mit einem rekordverdächtigen Luftwiderstandsbeiwert von 195, einer der niedrigsten in einem Serienfahrzeug bis heute. Xiaomi hat eine neue Zell-zu-Körper-Batteriearchitektur entwickelt, die das Batteriepaket direkt in die Fahrzeugstruktur integriert, was die Steifigkeit und die Gewichtsverteilung verbessert und eine bessere Kühlung ermöglicht. Das Wärmemanagementsystem verwendet eine zweischichtige Flüssigkeitskühlung, um die optimale Temperatur der Batterie auch bei extremer Belastung aufrechtzuerhalten. Pirelli hat speziell für dieses Modell einen Satz griffiger Reifen mitentwickelt, die dem gewaltigen Drehmoment beim Start standhalten und eine präzise Kurvenfahrt bei Rennstreckengeschwindigkeit ermöglichen. Kurz gesagt, das SU7 Ultra übertrifft nicht nur die Erwartungen, es reißt sie nieder. Mit einem kühnen Schachzug hat Xiaomi bewiesen, dass es dem Unternehmen nicht nur mit Autos ernst ist, sondern dass es auch an der Spitze stehen will. Im Inneren der Bestie. Der Innenraum des Xiaomi SU7 Ultra ist eine coole Mischung aus sportlichem Stil und purem Luxus. Es bietet 5 Personen bequem Platz, mit Sitzen aus hochwertigem Leder und Alcantara, einem edlen Material, das gleichzeitig edel und robust ist. Der gesamte Innenraum ist in einem kräftigen Gelb und Schwarz gehalten, was ihm einen frischen, auffälligen Look verleiht. Vorne hat der Fahrer ein schlankes, griffiges Lenkrad mit praktischen Drehreglern auf beiden Seiten. Direkt dahinter befindet sich ein scharfer 7,1 Zoll Digitalbildschirm, der alle wichtigen Fahrinformationen wie Geschwindigkeit, Akkulaufzeit, Reichweite und Navigationstipps übersichtlich und leicht verständlich anzeigt. Außerdem gibt es ein Head-Up-Display, das wichtige Informationen direkt auf die Windschutzscheibe projiziert, damit Sie Ihre Augen nicht von der Straße nehmen müssen. In der Mitte des Armaturenbretts befindet sich ein riesiger 15 Zoll OLED-Bildschirm, über den Sie alles steuern können. Er ist flüssig und intuitiv zu bedienen und steuert Dinge wie Navigation, Musik, Klimaanlage und Fahrzeugeinstellungen. Und das alles mit einem benutzerfreundlichen Hightech-Touch. Mit integriertem 5G hält es Karten, Verkehrsinformationen und Software auf dem neuesten Stand. Sie können sogar mit ihm sprechen. Die KI-gestützte Sprachsteuerung und die intelligenten Funktionen lernen, was Sie mögen, und machen Ihnen Vorschläge. Und das alles ganz ohne Hände. Zwischen Fahrer und Beifahrer befindet sich eine elegante Mittelkonsole mit doppelten Getränkehaltern, einem Platz zum kabellosen Aufladen Ihres Telefons, einigen Bedienelementen und einer versteckten Ablagefläche. Sicherheit? Der SU7 Ultra hat alles, was Sie brauchen. Er ist vollgepackt mit hochmodernen Funktionen wie LiDAR, 360-Grad-Kameras und Notbremsen, die bei Bedarf ausgelöst werden. Er kann sogar selbst fahren und verfügt über einen Track-Modus, wenn Sie sich wie ein Rennwagenprofi fühlen wollen. Der Innenraum dieses Fahrzeugs ist nicht nur eine Frage des Aussehens. Er ist auch voller Intelligenz und Komfort. Batterie gebaut wie ein Panzer. Die Batterie, das Herzstück eines jeden Elektroautos, ist im SU7 Ultra super sicher. Der Chef von Xiaomi hat deutlich gemacht, dass sie alles getan haben, um sie zu schützen. Sie haben eine 14-schichtige Abschirmung, ultra-robuste Stahlträger und eine spezielle Aerogel-Isolierung eingebaut.
die Hitze bis zu 1000 Grad Celsius aushalten kann. Außerdem verfügt er über ein beidseitiges Wasserkühlsystem mit einer riesigen Fläche von 7,8 Quadratmetern, damit alles bei der perfekten Temperatur läuft. Hier gibt es keine Überhitzung. Xiaomi fängt gerade erst an, in die Welt der Autos einzusteigen. Und der SU7 Ultra ist ein großartiger erster Schritt. Aber warte, da ist noch mehr. Das nächste große Ding, der Xiaomi U7 SUV, erregt bereits Aufsehen. Dieser vollelektrische SUV ist bereit, es mit dem Tesla Model Y aufzunehmen. Mit einer Reichweite von bis zu 770 Kilometern und verschiedenen Versionen, die für alle Fahrer geeignet sind, ausgestattet mit Hightech. Viel Platz und Xiaomis Talent, neue Wege zu beschreiten. Wird der U7 für Furore in der Elektrofahrzeugszene sorgen. Warum Autos? Sie passen perfekt zum Technologie-Imperium von Xiaomi. Sie fragen sich vielleicht, warum Autos? Waren sie nicht glücklich damit, Telefone herzustellen? Nun, Xiaomi war kein typisches Telefonunternehmen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 haben sie ein riesiges Ökosystem von vernetzten Geräten aufgebaut. Denken Sie an intelligente Fernsehgeräte, Motorroller und sogar Luftreiniger, die alle mit ihrer Software verbunden sind. Ihr Slogan „Innovation für jedermann" zielte darauf ab, Hightech-Produkte zu Preisen anzubieten, die das Portemonnaie nicht sprengen. Autos, insbesondere Elektroautos, passen genau in diese Vision. Elektroautos sind nicht nur Autos mit Batterien. Sie sind rollende Computer, vollgepackt mit Bildschirmen, Sensoren und Software. Xiaomi hatte bereits ein Händchen dafür, Technik zu entwickeln, die miteinander kommuniziert. Sie nennen es das Human X Car X Home Ökosystem. Stellen Sie sich vor, Ihr Telefon sagt Ihrem Auto, dass es die Sitze vorwärmen soll, oder Ihre Smartwatch meldet Ihnen, dass der Akku leer ist. Das ist die Art von nahtloser Verbindung, von der Xiaomi geträumt hat. Außerdem hatte Lai Jun Freunde in der EV-Welt, wie William Li von Neo und He Xiaopeng von Xpeng, die ihn auf die Idee brachten. Sie sagten ihm, das ist die Zukunft. Lei, du hast das Zeug dazu. Aber es ging nicht nur um die Gelegenheit. Es ging ums Überleben. Die drohenden Sanktionen haben Xiaomi dazu gebracht, sich zu diversifizieren. Wenn die Telefone einen Rückschlag erleiden, könnten die Autos das Unternehmen am Laufen halten. Lai Jun sah darin eine strategische Entscheidung, um Xiaomis Platz in einer sich schnell verändernden Technologielandschaft zu sichern. Mit einer Mischung aus Mut, Weitblick und ein wenig Gruppenzwang wagte Xiaomi den Sprung. Xiaomi Auto ist geboren. Das Geschäft wird eröffnet. Die Geburt von Xiaomi Auto? Spulen wir vor zum 1. September 2021. Die Xiaomi Automobile Co. ist offiziell geboren. Sie richteten ihren Hauptsitz in Peking ein und machten sich an die Arbeit. Lai Jun machte keine halben Sachen. Er wollte es richtig machen. Und er wollte es schnell machen. Einige Leute schlugen vor, eine Partnerschaft mit einem bestehenden Autohersteller einzugehen, um die Dinge zu beschleunigen. Aber Lai sagte, keine Abkürzungen. Er war der Meinung, dass Xiaomi den gesamten Prozess vom Design bis zur Produktion kontrollieren müsse, um etwas wirklich Besonderes zu schaffen. Das bedeutete, alles selbst zu bauen, auch wenn dies länger dauerte und mehr kostete. Die Personalbeschaffung lief auf Hochtouren. Xiaomi rief zur Suche nach Talenten auf. Und die Leute antworteten in Scharen. 380.000 Bewerbungen gingen ein. Sie holten sich große Namen wie Liu Anyu, einen frühen Xiaomi-Star, Li Tianyuan, einen Autodesigner von BMW, und Hu Chengnan, einen scharfen Verstand aus der Investmentwelt. Mit der Bildung eines Dream-Teams begann Xiaomi mit der Skizzierung seines ersten Autos, das den Codenamen MS-11 trägt. Auch die chinesische Regierung gab ihnen Auftrieb. Im November 2021 unterzeichnete Xiaomi einen Vertrag mit der Stadtverwaltung von Peking, um sich in der Pekinger Zone für wirtschaftliche und technologische Entwicklung niederzulassen. Der Plan: eine riesige Fabrik, die in 2 Phasen unterteilt ist und in jeder Phase 150.000 Autos pro Jahr produziert. Insgesamt 300.000, wenn sie voll im Betrieb ist. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 2022. Und Lai Juns Team arbeitete mit Hochdruck an der Fertigstellung. SU7. Vom Traum zur Wirklichkeit. Der SU7 nimmt Gestalt an. Vom Traum zur Wirklichkeit. Anfang 2023 begannen Gerüchte über das Auto von Xiaomi durchzusickern. Einige heimliche Fotos von Computerbildschirmen zeigten eine elegante Limousine, die ein bisschen wie ein Porsche Taycan aussah. Scharfe Linien,
sportliche Ausstrahlung und eine Menge Versprechen. Im August dieses Jahres gaben die chinesischen Aufsichtsbehörden Xiaomi grünes Licht für den Bau von Elektroautos. Und im Dezember 2023 lernte die Welt schließlich das Xiaomi SU7, kurz für Speed Ultra, kennen. Der SU7 war nicht einfach nur ein Auto, er war ein Statement. Er wurde in Peking vorgestellt und war in 4 Varianten erhältlich. Der Standard SU7, SU7 Pro, SU7 Max und der wilde SU7 Ultra. Die Preise begannen bei nur 215.900 Yuan, etwa $30.000, und unterboten damit das Model 3 von Tesla in China. Xiaomi hat sich mit der BAIC Group, einem staatlichen Automobilhersteller, zusammengetan, um die Produktion zu übernehmen, während die eigene Fabrik noch im Bau war. Der erste SU7 lief bereits im Dezember 2023 vom Band. Also früher als für 2024 geplant, was beweist, dass sich Lai Juns Ansatz, keine Abkürzungen zu nehmen, auszahlt. Die Bestellungen wurden am 28. März 2024 eröffnet. Und die Leute reagierten wie verrückt. Innerhalb von 27 Minuten hatte Xiaomi 50.000 feste Bestellungen. Bis Juni wurden 25.000 SU7 ausgeliefert. Und die Nachfrage war so groß, dass die Produktion angepasst werden musste, um Schritt zu halten. Der SU7 verkaufte sich nicht nur gut, er wurde auch schneller verkauft als jedes andere Auto in der Geschichte, sagen manche. Herausforderungen auf dem Weg dorthin. Natürlich verlief nicht alles reibungslos. Ein Auto von Grund auf zu bauen ist schwierig, selbst für einen Tech-Giganten wie Xiaomi. Lai Jun räumte ein, Autos zu bauen ist extrem schwierig. Sie mussten alles selbst herausfinden. Batterien, Motoren, Sicherheitssysteme ohne jahrelange Erfahrung im Autobau. Einige bezweifelten, dass sie es schaffen könnten. Vor allem auf dem überfüllten chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge, der bereits von Giganten wie BYD und Tesla beherrscht wird. Auch die Sanktionen waren noch nicht überwunden, während Xiaomi gegen die US vor Gericht kämpfte und gewann und bis Mai 2021 von der schwarzen Liste gestrichen wurde. Erhöhte das Drama den Druck. Die Investoren befürchteten, dass das Autoprojekt die Gewinne von Xiaomi im Telefonbereich schmälern könnte, wenn es scheitert. Und dann war da noch der Preiskampf. Die Hersteller von Elektroautos senkten die Kosten, um Kunden zu gewinnen, was es für einen Neuling wie Xiaomi schwierig machte, sich abzuheben. Aber Lai Jun hatte eine Geheimwaffe, die Fans von Xiaomi. Diese treuen Kunden, die als Mi-Fans bekannt sind, vertrauten der Marke und waren gespannt darauf, was sie mit einem Auto anstellen könnten. Dieses Vertrauen, Xiaomis technisches Know-how und ein unglaublicher Preis verschafften ihnen einen Vorteil. Der SU7 Ultra, ein rekordverdächtiges Biest. Gerade als du dachtest, Xiaomi wäre fertig mit Beeindrucken, kam das SU7 Ultra, eine aufgemotzte Version, die nach Leistung schreit. Im Oktober 2024 fuhr ein Prototyp auf der Nordschleife des Nürburgrings in Deutschland eine Rundenzeit von 6 Minuten und 46.800 74 Sekunden und stellte damit den Rekord für ein viertüriges Auto auf. Mit über 1500 Pferdestärken und einer Spitzengeschwindigkeit von 359 Kilometern pro Stunde, 223 Meilen pro Stunde. In der unbegrenzten Version bewies der Ultra, dass Xiaomi nicht nur zum Spielen hier ist, es war hier, um zu dominieren. Sogar der CEO von Ford, Jim Farley, konnte nicht aufhören zu schwärmen. Er flog mit einer SU7 von Shanghai nach Chicago und fuhr sie 6 Monate lang und sagte, ich möchte in nichts anderes einsteigen. Großes Lob von einer Legende der Autoindustrie. Und wissen Sie was? Xiaomi wird nicht aufhören. Als nächstes kommt der U7 SUV auf den Markt, der Anfang 2025 auf den Markt kommen soll. Er soll mit dem Model Y von Tesla konkurrieren und verspricht eine Reichweite von 770 Kilometern und einen geräumigen, mit Technik vollgestopften Innenraum. Spionagefotos zeigen ein schlankes, tiefliegendes Design, das Vergleiche mit dem Ferrari Purosangue anzieht, aber mit Xiaomis typischen Merkmalen wie rahmenlosen Türen und intelligenten Scheinwerfern. Mit einem Preis von unter 34.500 RT könnte das U7 ein weiterer Meilenstein sein, der mit dem Model Y konkurriert. Die zweite Phase des Werks in Peking ist bereits im Gange und soll die Produktion bis zum Sommer 2025 steigern. Der Präsident von Xiaomi,
William Liu hat sogar angedeutet, dass das Unternehmen bis 2027 weltweit tätig werden will und dabei Europa im Visier hat. Mit 135.000 ausgelieferten Autos allein im Jahr 2024 ist man auf dem besten Weg, diese Zahl bis 2025 zu verdoppeln. Lai Yuns Traum: In den nächsten 15 bis 20 Jahren ein führender Automobilhersteller zu sein. Kühn? Ja, möglich. Auf jeden Fall. Wenn Sie genauso begeistert sind wie wir von Xiaomis Reise in die Welt der Autos, dann vergessen Sie nicht, den Gefällt mir-Button zu drücken, zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben und Ihre Meinung in den Kommentaren mitzuteilen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.